Golf 2 spielt eigentlich bei mir immer schon eine große Rolle, eigentlich seit ich, denke mal, 15 war. Da bin ich damals mit meinem Nachbarn zum ersten Mal auf ein VW-Treffen gefahren und hat mir eigentlich direkt gefallen, die Form an sich von dem Auto und die unzähligen Möglichkeiten, die man verwirklichen kann, weil es einfach so viele Teile gibt und so viele verschiedene Sachen, die man da verbauen kann. Und es wird nie irgendwie ein Auto geben, das was ganz genauso ausschaut, weil es einfach immer individuell ist. Wenn du jetzt ein neues Auto nimmst, dann so ein 7er oder ein 6er Golf oder ein Audi, die sind auch schön, aber die sind irgendwie in meinen Augen immer alle gleich. Das ist Fahrwerk, Felgen, ein bisschen Folie drauf und dann schaut es schon gut aus. Aber in der Regel keiner sticht so richtig raus. Und da ist halt einfach ein altes Auto, da wo man einfach viel Arbeit investieren muss, dass es raussticht, ist immer irgendwie besser. Also mir gefällt das besser, da kann man sich viel besser verwirklichen damit. Ich bin der Matthias, meine Freunde sagen auch hier zu mir. Ich komme aus Kollenburg, das ist in der Nähe vom Fichtach, Niederbayern. Und heute würde ich euch gerne meinen Golf 2 vorstellen, der ein bisschen umgebaut wurde. Und das werdet ihr jetzt gleich sehen dann. Why we ain't been different? Why I feel the same every time we kick it? We just can't get with it. Ain't no fixing. Here we go again with another lie that's told in vain. Avoid the pain, even though we need to say goodbye. I feel the same. So codependent, this hurting been open-ended. We just been hoping we ain't have to say it's over-ended. But the wound is open, let it be. Wenn man mit so einem Auto fährt, das ist eigentlich wie eine kleine Zeitreise. Das kann man eigentlich nicht beschreiben, wenn man es gewohnt ist, dass man Tag ein, Tag aus mit einem neuen Auto oder mit einem Firmenauto unterwegs ist, da wo man eigentlich Luxus, Komfort, Klimaanlage, Servolenkung, Radio mit DAB-Empfang und den ganzen Gedöns. Das ist natürlich schön zum Fahren, aber wenn man dann mit so einem Auto wieder mal rumfährt, das ist ganz was anderes. Da musst du noch arbeiten drin, da musst du schalten, da musst du lenken, der dröhnt, der vibriert, der ist laut. Aber es ist schön. Das ist eigentlich wie Urlaub. Wenn man mit so einem Auto irgendwo hinfährt auf ein Treffen, das ist Entspannung pur eigentlich. Wie gesagt, das ist in diesem Auto kein Radio verbaut, absichtlich. Dass man einfach das komplette Feeling, was das Auto macht, was das die Geräusche abgibt, immer mitkriegt und das ist einfach, ja, das ist ein Stück Lebensfreiheit einfach. Und wenn man in so ein Auto einsteigt und damit fährt, dann ist man einfach wieder 20. Dann kommt man sich vor wie gerade einen Führerschein bekommen und jetzt dreht man eine Runde und es ist einfach gut. Man ist zwar auch froh, wenn man dann am Abend wieder zu Hause ist, und weil er doch ziemlich laut ist innen drin, aber es macht Spaß. Someday you'll know. Someday you'll know. You know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Took me away from all of my fears. Ja, wie bin ich jetzt zu genau diesem Auto gekommen? Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe ja vorher auch schon diverse Zweier Golf gehabt.
Einer davon ist ein bisschen bekannter, das ist der Taxi Golf, den wo einige bestimmt noch wissen. Den habe ich jedes Jahr eigentlich komplett zerlegt und wieder umgebaut und wieder neu für den Wörthersee war der immer fertig. Und dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, der muss nochmal komplett revidiert werden, was aber auf einen Winter nicht machbar ist. Natürlich kann man aber jetzt eine Saison nicht fahren, das geht nicht. Also habe ich mir gedacht, baue ich mir nebenbei kurz ein Low-Budget-Projekt, natürlich wieder ein Zweier, wo man ein paar Kleinigkeiten verwirklichen kann, die jetzt beim anderen nicht gegangen wären. Und ja, dann habe ich eigentlich gesucht einen Golf 2 in gutem Zustand, ohne Schiebedach, Zweitürer. Aus dem Grund wollte ich eigentlich zuerst ein Faltdach mit einbauen und Selbstmördertüren. Das war damals so, wir reden jetzt in der Zeit 2006, 2007, da war das gerade so ein Hype. Heute bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil es eigentlich ja, nicht mehr so einfach zum Rückrüsten wäre. Ja, und dann ist es eigentlich ein bisschen eskaliert, das Ganze. Ich habe dann 2007 einen gefunden, der war komplett original, 1,3 Liter Motor, keine Ausstattung, nichts drin, dunkelblau war der, aber guter Zustand. Der ist dann für 700 € habe ich den gekauft und habe den dann nach Hause geholt. Und dann ging es eigentlich sofort ans Zerlegen, weil keine Zeit verschwenden. Habe den dann komplett zerlegt, habe den sofort begonnen zu cleanen. Also es war ja, ich wollte einen cleanen Innenraum, cleanen Motorraum, innen eigentlich alles clean, bis auf einfach die Ausstattung, die sollte komplett Leder werden. Das hatte ich so noch nicht gesehen vorher in der Zusammensetzung. Und das war eigentlich das Ziel. Ursprünglich wollte ich einen 16V mit Weber, weil ich immer schon Weber fahren wollte mal. Das ist mal ja, alt, mechanisch, kann man selber einfach einstellen. Alles, sondern nicht immer alles über irgendwelche Steuergeräte und die dann kaputt werden. Ja, so ging es dann los eigentlich. Dann war mal so ein kurzer Break drin, weil dann meine damalige Frau schwanger wurde. Dann habe ich das Haus umgebaut zwischendurch, wie es bei vielen so ist. Hat dann ca. 1,5 Jahre so nur rumgestanden in der Garage. Ich habe auch keinen Bock mehr gehabt, eigentlich in die Garage zu gehen, weil ich den immer gesehen habe, wie er nicht fertig wird und wie gar nichts geht. Und habe dann aber, wie dann Haus fertig war und alles, habe ich gesagt, so jetzt greifen wir es wieder an. Habe den dann zum Lackierer gebracht. Das ist ein guter Freund von mir, der Olli Kraus, der hat das für mich erledigt. Und ab da ging es eigentlich wieder steil bergauf. Die Teile waren ja schon alle da und war dann ja, 2012 zum ersten Mal damit am Wörthersee. Das war so, sage ich mal, das erste Setup. Da waren noch 16 Zoll BBS drauf und eigentlich ja, so, dass er halt in dem Moment für mich fertig war. Habe ich dann das erste Jahr gefahren. Das zweite Jahr habe ich dann ja, Kleinigkeiten verändert. Das ging dann weiter mit anderen Felgen. Die haben wir dann gebaut, weil die 16 Zoll eigentlich in meinen Augen zu klein waren für das Auto. Ein guter Freund von mir, der Martin von Wheelworks, hat mir dann damals die originalen einteiligen 15 Zoll vom GT Spezial umgeschüsselt oder umgebaut auf dreiteilige 17 Zoll. Und da kamen wir der Sache dann schon näher. Das hat dann schon besser gepasst, das Ganze. Das Jahr drauf wurden die dann nochmal umgebaut, in einer anderen Farbe. Zuerst waren sie grau, dann waren sie in schwarz-matt, die Sterne. Und ja, dann irgendwie habe ich dann gesehen, ja, an der Seite ist ein bisschen nackt drüber gekommen. Dann habe ich noch die schwarzen Streifen, die haben wir selber entworfen, in der Optik vom Golf 1 GTI. Eben mit dem Schriftzug 1900S und Weber, dass man schon von außen ein bisschen sieht, okay, da ist jetzt kein Serienmotor verbaut und ist auch ein bisschen so an die Anlehnung 70er, 80er Jahre Rennsport oder dass das einfach auch ein bisschen zur Geltung kommt, dass es auch zum Gesamtbild des Autos passt. Die Farbe ist eigentlich auch so eine Entscheidung gewesen.
Ich wollte eine Farbe, die einerseits auffällt. Es sollte irgendein Originallack sein, es sollte aber auch jetzt nicht zu grell sein, dass man sich jetzt da irgendwie zu schnell abschaut davon. Also das Auto, jedes Mal, wenn ich es sehe, gefällt es mir immer noch und so soll es auch sein. Es ist Inari Silber. Zuerst wollte ich weiß machen, aber weiß sind dann auf einmal so viele Autos gekommen und sagten, ja, dann fällt er wieder nicht so auf unter dem Ganzen. Dann habe ich Inari Silber vom 1er genommen. Das ist einfach eine zeitlose Farbe und ich glaube, das steht ihm ganz gut. Außen ist die Wahl auf diverse US-Teile gefallen, wie zum Beispiel die Front, die Stoßstangen, Rückleuchten, Heckscheibe. Ist alles sehr dezent, das sind Originalteile, aber halt anders. Und so ist auch das ganze Auto eigentlich aufgebaut. Es ist alles verändert, aber es ist immer in der Anlehnung auf sehr originale Optik. Also wenn du das Auto jetzt von, sagen wir mal, 20 Meter Entfernung anschaust, dann denkst du, ja, ist ja gar nicht so viel gemacht. Aber wenn du da näher rankommst, dann siehst du halt doch, dass er ziemlich viele kleine, größere Veränderungen hat. Und das macht das Ganze interessant. Und es ist auch so, wenn du 2-3 Mal rumgehst, dann siehst du beim 3. Mal wieder etwas, das eigentlich nicht original ist. Und so wollte ich das haben. Ja, zum Innenraum, der ist auch komplett gecleant. Das war, glaube ich, die schlimmste Arbeit am ganzen Auto. Es hat auch sehr lange gedauert. Wie gesagt, ich wollte eben eine Optik erreichen, die bis dahin noch nicht da war. Es hat viele gegeben, die gecleant waren, aber dann eben auf Racing mit Vollschalen sitzen. Oder eben komplett Leder, wo dann der Teppich nur mit Leder ist. Und ich wollte halt die Mischung haben, einfach aus Blech und voller Hütte Leder. Und dann eben alles einfach mit Blinkerhebel, mit Lenkrad, Himmel, eigentlich alles, was noch verbaut ist, wollte ich ledern mit so kleine originale schwarze Akzente. Und ich glaube, das ist auch ganz gut geworden, so auch mit der Farbe. Das ist von Mercedes, das Leder. Ja, die Lederausstattung hat wiederum ein guter Freund von mir, der Christoph Smelty von Car Upholstery Smelty gemacht. Auch sehr bekannt eigentlich. Die Heckblende war mir noch wichtig hinten eigentlich, weil es das Auto irgendwie in die Länge zieht. Bewusst aber die orange-rote, weil es einfach wieder zum alten Look passt. Schwarz-Rot wäre bei dem Auto, glaube ich, too much. Der braucht das Orange. Das Orange-Rot, Weiß, das ist genau, das passt zu der Farbe eigentlich optimal. Das ist auch von Anfang an festgestanden, dass es zum Original-Look alles passen muss. Und das sind ja so kleine Kleinigkeiten, so Akzente, die man noch setzen kann. Genauso wie die orangen Blinker. Ich habe mir vor einer Zeit weiße selber gebastelt, weil es gibt ja keine. Ich habe mir welche gebaut, habe die dran gesteckt. Das, glaube ich, war eine Arbeit von 2-3 Wochen, bis das alles fertig war. Und dann habe ich direkt wieder weggebaut, weil ich gesagt habe, das nimmt dem Auto den Charakter. Der braucht orange Blinker, ansonsten passt das nicht. Ja. Nochmal kurz zum Innenraum zurück. Der Käfig, der verbaut wurde, ist absichtlich mattschwarz gehalten, dass er eben auch von der Entfernung nicht direkt ersichtlich ist. Aber er ist, wenn man im Innenraum dann reinschaut, ist er eigentlich doch eine ziemlich große Zelle draus geworden, die ich auch selber gemacht habe. Also es sind Kreuze verbaut und diverse Haarstreben, Flankenschutz, da ist alles drin, so rennsportmäßig eigentlich. Rennsport ist ein gutes Stichwort auch, sagen wir jetzt mal, zum Motorraum. Der Motorraum ist komplett gecleant. Früher war der 1.3er drin mit 54 PS, was natürlich in diesem Auto keinen Sinn macht. Wie gesagt, ursprünglich wollte ich einen 16V einbauen mit Weber-Vergaser. Dann ist mir aber durch einen blöden Zufall dieser schöne Motor in die Hände gefallen. Es ist ein 1.8er 8-Ventiler von Ziegler Racing, waschechter Bergrennmotor. Da ist alles gemacht, was man machen kann.
die Vergaser, das sind eigentlich 40er gewesen, sind aufgespindelt worden auf 43, weil da habe ich noch auch wieder einen guten Bekannten, das ist der Niedermeier Viertel. Das ist ein alter Rennsportprofi und der hat mir die Vergaser auch eingestellt, der hat das Auto abgestimmt, der läuft perfekt und der hat zu mir gesagt, 40er sind zu klein, da geht er oben raus nicht und 45er, da säuft er ab. Also brauchen wir 43er. Dann hat er das halt mitgenommen, hat das alles gemacht, hat die umgebaut auf 43er. Und ich muss sagen, der läuft wie eine 1, geht top. Ja, wie gesagt, zum Motor ist ein Bergrennmotor, aufgebohrt auf 1,9 Liter. Was da genau alles gemacht ist an dem Motor, das kann ich gar nicht sagen. Aber es ist eigentlich alles gemacht, glaube ich. Der wird irgendwo die Leistung zwischen 170 und 190 PS haben. Ich war nicht damit auf dem Prüfstand, mache ich auch nicht, weil mir das Auto leid tut, wenn ich das höre. Aber wie gesagt, es ist für mich und mir reicht es völlig, wie der geht und der geht gut. Ja, wie bin ich zu dem Motor gekommen? Durch Zufall wurde mir ein Golf 2 angeboten, mehr oder weniger Schlachter, Projektaufgabe. Der hat den probiert und umgebaut und ist eigentlich nicht richtig gelaufen. Und hat halt gesagt, das ist aber ein Zieglermotor drin. Ja, er sagt, gut, schau ich mir an. Dann bin ich da hingefahren damals. Dann war das ein stinkoriginaler 2er Golf, richtig abgefrackt. Habe eben den Motor drin, er lief auch, ich bin auch Probe gefahren. Der ist gegangen wie ein Sack Nüsse. Aber wenn der so scheiße eingestellt ist und trotzdem so gut geht, dann kann man was draus machen und dann ist er bestimmt auch gut und ich habe den dann gekauft. Das Auto habe ich gekauft für 700. Glücklicherweise waren da noch Recaro-Ausstattung verbaut. Zu der damaligen Zeit war es noch nicht ganz so viel wert. Die Recaro-Ausstattung ist heute da drin. Haben wir geledert dann alles. Ja, so war es eigentlich ein ziemlich günstiger, glücklicher Zufall, wie ich zu dem Motor gekommen bin. Heute bin ich froh, dass er drin ist, weil wenn man so einen Motor bauen lässt, bist du irgendwo bei 10.000 Euro. Und so war es ein bisschen günstiger, die ganze Angelegenheit. So you live in the dream. You should see it through someone else's side. Another cipher to break, while the grass grows underneath my feet. Been running out of time for so long. Hello, 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 Leon. Now I'm running out of so long. Hello, 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 Leon. Hope I got the time to tell you. Hello, 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 Leon. Hello, Leon. So, zum Abschied möchte ich noch meine 2 Kinder vorstellen, die weit vor dem Auto kommen. Also die sind eigentlich mein ganzer Stolz und die wollten auch mit aufs Video, haben sie gesagt. Und ja, also ich denke mal, dass zumindest er in meine Fußstapfen treten wird eines Tages und das Ganze noch weiterführt, wenn ich vielleicht aber nicht mehr kann und nicht mehr mag, was ich jetzt nicht glaube, aber ich glaube schon. Und für die Nina, da werden wir auch eine Lösung finden, gell? Ja. So, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like da lassen oder schreibt was in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf diversen Treffen. Inneres Blumenpflücken werde ich auch kommen. Ihr dürft gerne kommen zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ich bin immer froh oder ich freue mich, wenn ich neue Leute kennenlernen darf und einen gepflegten Motortalk halten kann. Also macht es gut. Ciao.